Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik Channel. Heute geht es um das Thema Pool-Saugroboter. Letztes Jahr bin ich in die Poolsaison gestartet und ich habe relativ schnell gemerkt, dass mein Skimmer nicht alles schafft. Klar, die Dinge, die oben rumfliegen, die werden schön abgesaugt, aber manchmal fallen die Teile auch zu Boden und dann heißt es Schlauch rausholen, absaugen oder mit dem Kescher das Ganze wieder sauber bekommen. Ich wollte mir dann letztes Jahr noch einen Saugroboter kaufen, aber die Preise waren so astronomisch in die Höhe geschossen, dass ich es nicht eingesehen habe. Mittlerweile in der neuen Saison sind die Saugroboter jetzt auch noch relativ gut verfügbar und ich habe mich jetzt einfach für einen Low-Budget Saugroboter entschieden von Intex und den möchte ich mit euch zusammen testen. Wir bauen ihn also zusammen, nehmen ihn in Betrieb und dann gibt es noch ein Feedback dazu. Also, los geht's! Machen wir uns als erstes an das Auspacken. Das Ganze ist ordentlich verpackt. Nach dem Öffnen des Kartons kommen uns als erstes zwei Bedienungsanleitungen in unterschiedlicher Sprache entgegen. Als nächstes gibt es ein Set an einigen, ich würde es Wischblätter nennen. Weiter erwartet uns als nächstes ein ausreichend langes Stück Poolschlauch in der 38er Größe. Ein Anschluss für den Poolausgang, den ihr mit dem jetzigen vorhandenen einfach austauschen könnt, und der eigentliche Roboter. Der Roboter an sich macht einen wertigen Eindruck. Nichts klappert oder fühlt sich billig an. Er ist sogar schwerer als erwartet. An der Unterseite befindet sich die Einsaugklappe. Hierüber wird, wenn der Boden entsprechend gesäubert wird, Wasser eingesaugt. Also nochmal zusammengefasst, im Paket enthalten sind ein Schlauch, der Roboter, die Bedienungsanleitungen in unterschiedlichen Sprachen, die Wischblätter und der Anschlussadapter. Somit ist alles da, um sofort loslegen zu können. Wir installieren hier die Wischblätter. Immer wenn der Roboter im Pool fährt, wischen diese über den Boden und reinigen somit, während der Roboter auch das Wasser und den Schmutz einsaugt. Hinter der Einsaugklappe befindet sich sogleich das Schmutznetz, welches keinen Schmutz durchlässt und nur das Wasser durchkommt. Das Schmutznetz ist einfach entnehmbar. An den Düsen vorn und hinten wird dann das saubere Wasser ausgedrückt, was gleichzeitig den Roboter in die entsprechende Richtung bewegt. Dies ist der Grund, warum auch der Roboter an den Zulauf der Pumpe angeschlossen werden muss. An einer Seite des mitgelieferten Schlauches müsst ihr den Anschluss abdrehen, da der Schlauch an die Größe eures Pools angepasst werden muss. Die andere Seite des Schlauches verbindet ihr mit dem mitgelieferten Anschlussadapter für den Zulauf. Nehmt den Schlauch zum Pool, nehmt den Adapter des Zulaufs ab, schraubt diesen auseinander und verbindet nun den Schlauch des Roboters mit dem Adapter des Zulaufs und schließt das gleiche am Zulauf wieder an. Zieht nun, so ist es zumindest in der Anleitung beschrieben, den Schlauch über die gegenüberliegende Ecke, schneidet dort den Schlauch ab. Somit ist gewährleistet, dass der Schlauch nicht zu lang ist, aber noch so lange, dass der Roboter an jede Stelle des Pools herankommt. Dreht an die abgeschnittene Seite des Schlauches den vorhin abgedrehten Adapter wieder drauf. Schließt nun den Schlauch an den Roboter an. Versenkt nun den Roboter seitlich oder am besten kopfüber in das Wasser ein, damit die Luft einströmen kann und der Roboter zu Boden sinkt. Startet nun eure Pumpe. Die restliche Luft schießt aus dem Roboter und fängt an, sich zu bewegen. Stößt an einer Wand an, so ändert sich die Strömungsrichtung und der Roboter fängt an, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Durch die beweglichen Räder ändert er auch stetig seine Richtung, sodass er selten immer über die gleiche Stelle fährt.
Ich habe ihn nun eine Woche bei mir und ich bin wirklich zufrieden. Vor allem kann ich ihn tagsüber nutzen, wenn die Solarfolie auf dem Pool ist und er darunter einfach seine Tätigkeiten verrichten kann. Zum Baden ziehen wir natürlich ab und legen ihn raus. Ansonsten ist er mittlerweile einfach immer drin. Der Skimmer verrichtet an der Wasseroberfläche seine Dienste, der Roboter unter Wasser. Also gefühlt ein perfektes Duo, um dem Schmutz im Wasser Herr zu werden. Von mir eine klare Kaufempfehlung für wenig Geld. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Like hier lassen würdet oder aber idealerweise sogar meinen Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Jan.